Danke, Gary. Sie hören Search the Scriptures Daily, ein Programm, in dem wir jeden ermutigen, der Gottes Wahrheit kennenlernen möchte. Für alles, was für die Errettung und für ein Leben, das ihm gefällt, wesentlich ist. In Gottes Wort nachzuschauen. Wenn Sie regelmäßiger Hörer von Search the Scriptures Daily sind, dann wissen Sie, dass wir Dave Hunts neues Buch Judgment Day, Islam, Israel and the Nations durchgehen. Und derzeit sind wir in Kapitel 7 mit dem Titel Hatred's Peace. Nun Dave, was hat es damit auf sich? Was meinst du mit Frieden des Hasses? Tom, du weißt, ich werde so alt, ich habe so ein schlechtes Gedächtnis, aber ich bin sicher, wir müssen über den Hass gesprochen haben, in dem die Palästinenser zum Beispiel gegen Israel geschult werden. Das ist dort sozusagen mit der Muttermilch drin. Das wird ihnen von den frühesten Jahren an beigebracht, von den frühesten Monaten an. Du weißt, sobald sie ihre kleinen Fäuste trotzig heben können, wissen sie, dass jeder Jude auf dieser Erde getötet werden muss. So einfach ist das. Das ist es, was Mohammed gesagt hat. Sie können nicht zum letzten Tag kommen, dem Tag der Auferstehung, an dem sie angeblich von den Toten auferweckt werden und ihre guten Taten auf der Waage gegen die schlechten abgewogen werden. Du kannst dort nicht hinkommen, bevor nicht jeder Jude getötet ist. Und ich denke, wir haben einige der Belege gegeben und wahrscheinlich mehr in diesem Kapitel über den Hass. Ich meine unbeschreiblichen Hass der Araber gegen Juden, okay? Und doch zwingt die Welt Israel, Frieden mit Leuten zu schließen. Keine einzige arabische Landkarte auf der Welt zeigt überhaupt die Existenz Israels. Und dennoch sollen sie Frieden schließen, ihnen noch ein bisschen mehr Land geben, und dann werden sie zufrieden sein, obwohl sie absolut alles wollen. Also, was für eine Art Frieden willst du mit Leuten zustande bringen, die dich hassen und die dich selbst dann, nachdem du angeblich Frieden geschlossen hast, immer noch hassen und dich zerstören wollen? Dave, das steht auch im krassen Gegensatz zu dem, was wir immer und immer und immer wieder durch die Nachrichtenmedien hören. Der Islam ist Frieden. Der Islam ist Frieden. Und worauf wir jetzt eingehen werden, sind Fakten, die zeigen, dass Frieden und Islam einander so sehr widersprechen, dass es unglaublich ist. Es gibt keinen Frieden im Islam, Tom. Und ich will dir nicht vorgreifen, weil ich weiß, du willst systematisch durch das Kapitel gehen. Aber der Islam hat nirgendwo irgendjemandem Frieden gebracht. Und wenn Israel nicht existieren würde, würden diese Leute einander umbringen, gegeneinander kämpfen, so wie die Warlords es in Afghanistan tun und wie sie es in Algerien getan haben. Dort gab es in den letzten 12 Jahren einen Bürgerkrieg, der etwa 100.000 ihrer Landsleute getötet hat. Der Krieg zwischen Iran und Irak, was sie gerade im Irak tun. Sunniten schlachten Schiiten ab, Schiiten schlachten Sunniten ab. Und das ist nicht nur im Irak so, das ist in Pakistan. Man hört nicht oft davon, aber da gehen Sunniten in schiitische Moscheen und sprengen sich in die Luft und töten Schiiten. Sie glauben, dafür kämen sie in den Himmel, ins Paradies. Aber die Schiiten sagen, nein, die sind direkt in die Hölle gegangen. Und dann hast du Schiiten, die in Pakistan in sunnitische Moscheen gehen und sich in die Luft sprengen, um Sunniten zu töten. Also Frieden? Es gibt keinen Frieden. Ich habe Muslime herausgefordert. Sagt mir, wo hat der Islam jemals irgendjemandem Frieden gebracht? Nur ein Beispiel will ich. Sie haben kein einziges Beispiel. Und jetzt sollen diese Leute Frieden mit Israel schließen. Die Welt zwingt Israel in einen sogenannten Frieden. Und letztlich wird er zu dem falschen Frieden unter dem Antichristen führen. Und Dave, das ist nicht nur ein Ereignis der letzten Tage, das sich irgendwie, ob Sunniten oder Schiiten, erst entwickelt hat und sich weit von Mohammed entfernt hat, sich vom Koran distanziert hat. Du fängst mit den Abfallkriegen an. Nun, wir haben darüber schon gesprochen, aber ich denke, es lohnt sich, unsere Hörer daran zu erinnern. Die Abfallkriege. Nun, als Mohammed 630 nach Christus starb, wurde er tatsächlich von der Witwe eines Mannes vergiftet, den er ermordet hatte.
und er starb nicht als friedlicher Märtyrer und so weiter. Dave, woher bekommst du solche Informationen? Ist das etwas, das irgendein Islamgegner erfinden würde? Ein Mythos, den er verbreiten würde? Tom, ich erinnere mich, dass ich in Wien gesprochen habe und das erwähnt habe. Und da waren einige Muslime im Publikum. Und die haben sich wirklich beschwert. Das stimmt nicht. Also gebe ich ihnen einfach die Websites, wo sie hingehen können. Und die habe ich im Moment nicht im Kopf. Aber geh einfach ins Internet. Geh zu Google und frag danach. Du wirst jede Menge Bestätigungen von muslimischen Autoren, muslimischen Autoritäten finden. Das ist also nicht von irgendeiner anti-islamischen Quelle erfunden, sondern Mohammed wurde von der Witwe eines Mannes vergiftet, den er ermordet hatte. Er hat viele Menschen ermordet. Nun, da Arabien und der Islam sich nicht außerhalb Arabiens ausgebreitet hatten, da die Araber mit dem Schwert in den Islam gezwungen worden waren. Entweder du konvertierst oder wir schlagen dir den Kopf ab. Dachten sie nun, da Mohammed, dieser friedliche Mann, tot war, sie seien frei. Also versuchten sie den Islam zu verlassen. Nun hatte Mohammed gesagt, wer seinen Glauben aufgibt, den tötet. Abu Bakr, Mohammeds Nachfolger. Er war der erste Kalif, der Mohammed nachfolgte. Mohammeds Schwiegervater, das haben wir schon erwähnt. Vater von Aisha, Mohammeds Lieblingsfrau, mit der er im Alter von 6 verlobt wurde, die Ehe vollzog, als sie 9 war, noch mit Puppen spielte und so weiter. Nun, er war der Erste, dem Mohammed das Paradies ohne Märtyrertod versprochen hatte. Aber jedenfalls, er und seine Männer, im Gehorsam gegenüber Mohammed, der gesagt hatte, wer seinen Glauben aufgibt, den tötet ihr. Deshalb nennt man es die Abfallkriege, weil diese Leute abgefallen waren und sie kämpften. Araber kämpften gegen Araber, Muslime kämpften gegen ehemalige Muslime, die alle Araber waren. Und einige Historiker sagen, 70.000 seien in den Abfallkriegen getötet worden. Sie gingen von 630 bis etwa 632 danach Christus. Das waren also einige der friedlichen Grundlagen dieser Religion. Einer Religion, die Frieden ist und in die man hineingezwungen wird und in der man dann unter Todesdrohung gehalten wird. Nun Tom, ich versuche Muslimen zu sagen, wenn ihr auf diese Weise die ganze Welt bekehren könntet, würde das nichts bedeuten. Siehst du, im Islam musst du nicht einmal glauben. Du musst nur das Bekenntnis sprechen. La ilaha illallah, Mohammedun Rasulullah. Es gibt keinen Ilah, keinen Gott außer Allah, und Mohammed ist sein Gesandter. Wenn du dieses Bekenntnis ablegst, selbst wenn du es nicht glaubst, wir liefern in dem Buch die Belege dafür, dass Muslime damit durchaus zufrieden sind. Du musst es nicht einmal glauben. Sprich es nur mit deinen Lippen, dann bist du ein Muslim. Und wenn du dich jemals davon abwendest, wirst du getötet. Das ist das Urteil, das Mohammed im Koran ausgesprochen hat. Und es wird bis heute vollstreckt. In Saudi-Arabien zum Beispiel schlagen sie ihnen in Chop Chop Square die Köpfe ab. Also. Dave, ich möchte auf einiges davon eingehen. Du kommst direkt von den Abfallkriegen. Und wirklich scheint es in Kapitel 7 darum zu gehen. All diese Dinge, die wir gesagt haben. Es gibt eine Vertuschung. Niemand will diese Dinge hören. Die Presse will nicht darüber berichten. Die Vereinigten Staaten haben in vieler Hinsicht Informationen in dieser Richtung unterdrückt. Zum Beispiel etwas, woran sich vielleicht viele unserer Hörer erinnern, obwohl die Presse es nicht mit dem Islam in Verbindung gebracht hat. Im Internet haben es allerdings viele getan. Und das war diese Familie in New Jersey, die im Grunde ermordet wurde, wegen ihrer anti-islamischen Haltung. Ja, das war die Familie Armanius, Vater, Mutter und 2 junge Töchter. Und sie wurden erstochen. Ihnen wurden Mitte Januar 2005 in ihrem Haus in New Jersey die Kehlen durchgeschnitten. Der Vater war ein koptisch-christlicher Einwanderer aus Ägypten. Und er hatte, würde ich sagen, einen Fehler gemacht. Ich weiß nicht, aber er war mutig genug und er hatte genug Überzeugung, es zu tun. Er diskutierte mit Muslimen in einem Chatroom. Und es war ein nahöstlicher Internet-Chatroom. Und er wich in der Argumentation nicht zurück. Sie stritten mit ihm, er versucht ihnen die Wahrheit zu sagen, sie lügen.
und er versucht ihnen die Wahrheit zu geben. Und es gab Drohungen im Internet. Du hörst besser damit auf, sonst spüren wir dich auf und töten dich. Und doch, trotz alledem, die Tatsache, dass ihnen die Kehlen durchgeschnitten wurden, das ist wie ein Ritualmord. Sie haben ihnen nicht die Köpfe abgetrennt, ich schätze, sie hatten nicht die Ausrüstung dafür. Die Polizei sagte, oh, da gibt es kein religiöses Motiv, trotz der Tatsache, dass in New Jersey eine Reihe von Gewalttaten von Muslimen gegen diejenigen begangen wurden, die ihnen widersprechen. Das ist die Religion des Friedens. Das ist der Frieden des Hasses. Du weißt, das ist eine friedliche Religion, und wenn du uns widersprichst, bringen wir dich um es zu beweisen. Das ist der Frieden des Hasses. Ja, Dave. Ein weiteres Beispiel in Bezug auf die Regierung. Ich meine, das ist ein Bundesstaat, sicher New Jersey. Aber was ist mit den USA in Bezug auf die Dokumentation über die saudische Prinzessin? Sie wurde erschossen. Ich glaube, du sagst, sie wurde 6-mal in den Kopf geschossen. Ihr Liebhaber wurde enthauptet. Ja, nun, sie versuchten es zu unterdrücken. Das war 1977. Ein Engländer mit einer Miniaturkamera. Er konnte Fotos machen, die die Welt schockierten. Eine öffentliche Hinrichtung in Jeddah. In Saudi-Arabien. Genau. Prinzessin Mishal bin Fakhr bin Mohammed und ihr Freund Khalid Muhalhal. Und ja, sie wurde 6-mal in den Kopf geschossen. Er wurde enthauptet. Und die Fotos wurden Teil von Anthony Thomas TV-Dokumentation mit dem Titel Death of a Princess. Und das versetzte die Saudis in einen Wutanfall. Wie könnt ihr es wagen, das aufzudecken? Nun, Tom, wenn Sie sich dafür schämen, sollten Sie es nicht tun. Und lass mich kurz einwerfen, das ist eines meiner Gebete seit vielen Jahren. Ich bete, dass die muslimischen Regierungen beschämt werden. Sie sollten beschämt sein. Sie sollten sich für diese Religion schämen. Was für eine Art Gott belohnt Menschen im Paradies dafür, unschuldige Frauen und Kinder zu ermorden. Aber genau das ist der Fall bei ihrem Allah. Und was sie weltweit tun, der Terrorismus und der Mord und das Chaos und so weiter. Islamische Regierungen. Muslime überall sollten beschämt sein. Sie sollten sich schämen. Und es sollte einen Aufschrei der Empörung aus der ganzen Welt geben. Und doch gibt es ihn nicht. Wie du gerade gesagt hast, Tom, es gibt eine Vertuschung. Sogar bei dem absichtlichen Absturz 1990 von Egypt Air Flug 990, bei dem 217 Menschen starben. Der Co-Pilot übernahm die Steuerung und stürzte die Maschine absichtlich in den Ozean. Und wir wissen das. Wir wissen es vom Flugschreiber. Wir haben Informationen darüber. Und doch würde niemand es wagen zu sagen, dass dies zur Ehre Allahs geschah und um seinen Eintritt ins Paradies zu erlangen. Also gibt es eine fortlaufende Vertuschung. Und unser Präsident sagt immer wieder, der Islam sei Frieden. Und das ist schlicht eine Lüge. Es stimmt nicht. Nun, das mag politisch korrekt sein, aber der Präsident sollte es nicht sagen. Es wäre besser, wenn er einfach gar nichts sagen würde. Aber wie wir in diesen Sendungen aufgezeigt haben, die Eid-Briefmarke und anderes, wir haben versucht, die Muslime zu umschmeicheln. Wir haben versucht, nett zu ihnen zu sein. Wir haben versucht, sie zu ehren. Und was bekommen wir? Du kannst in Saudi-Arabien keinen nicht-muslimischen Gottesdienstort haben. In Pakistan zum Beispiel, angeblich eine säkulare Regierung. Tatsächlich saß ich neulich im Flugzeug direkt neben einem Mann. Und er hat Freunde, die in dieser Kirche waren. Einige von ihnen wurden in Pakistan getötet, falls du dich erinnerst, als sie die Handgranaten hineingerollt haben. Wir kennen Leute, Tom, Freunde hier von The Berean Call, die waren an dem Tag zufällig weg. Sonst wären sie vielleicht getötet worden. Also, das ist diese wunderbare Friedensreligion. Und es wird weiterhin vertuscht. Nun, das sind Fanatiker, das sind Extremisten, aber das ist nicht der Islam. Doch, das ist es, was der Islam lehrt, was der Koran lehrt, was die Hadithe lehren, was Mohammed lehrte. Und wenn das Extremisten sind, dann war Mohammed ein Extremist, weil sie einfach dem folgen, was er tat und was er lehrte. Nun, wie kann der Gründer einer Religion ein Extremist sein?
Dave, du hast hier Zitate. Eigentlich ist es ein Interview, das auf dem saudischen TV-Kanal stattgefunden hat. Und es ist ein Mann auf der Straße-Interview. Also lass mich das unseren Hörern einfach vorlesen. Tom, lass mich kurz einwerfen. Wir hatten gerade ein Interview am Telefon, das in die nächste Ausgabe des Buches Judgment Day aufgenommen wird, mit einem Israeli. Sie gingen hinein, um die Siedler herauszuholen, und sie nahmen keine Waffen mit, weißt du. Er erzählte uns, wie diese Leute sich fragen, warum hasst uns die ganze Welt? Was haben wir getan, dass die ganze Welt uns hasst? Das ist die Frage in den Köpfen vieler jüdischer Menschen, nicht nur in Israel, sondern auch in New York oder wo auch immer. Sehr interessantes Interview. Richtig. Das bereitet genau das vor, was ich hier gleich vorlesen werde. Wieder. Es ist ein Mann auf der Straße-Interview von einem saudischen Fernsehsender. Und es beginnt so. Interviewer, wären Sie als Mensch bereit, einem Juden die Hand zu schütteln? Du verstehst, dass kein Jude saudischen Boden betreten darf, also werden sie wahrscheinlich nicht die Gelegenheit dazu haben. Nun, was für eine Denkweise stellt überhaupt so eine Frage, Dave? Befragter 2, nein, weil die Juden ewige Feinde sind. Die mörderischen Juden brechen alle Abkommen und sind voller Hass gegen mich. Woher sollte er das haben? Außer, wie du vorhin erwähnt hast, das ist ihnen von der Wiege an eingeprägt. Ja, tatsächlich wollen die Juden keine Feinde sein. Sie haben die Araber 1948 nicht angegriffen. Sie waren zufrieden, das zu nehmen, was die UNO ihnen gegeben hatte. Und die Araber griffen sie an. Sie brechen keine Abkommen. Es sind die Araber, die jedes Abkommen brechen. Eine weitere Frage an jemand anderen. Würden Sie sich weigern, einem Juden die Hand zu schütteln? Befragter 4. Natürlich, damit ich danach nicht darüber nachdenken muss, meine Hand zu amputieren. Nun, das ist kein Witz. Das ist nicht nur eine sarkastische Retourkutsche. Das ist Realität. Das ist das, was in diesem Kopf vorgeht. Das ist es, was man ihnen beigebracht hat, Tom. Das ist die Mentalität. Wie willst du mit solchen Leuten Frieden schließen? Noch eine. Wenn ein Kind Sie fragt, wer sind die Juden? Was würden Sie antworten? Befragter 5. Die Feinde Allahs und seines Propheten. Befragter 6. Der Jude ist der Besatzer unseres Landes. Befragter 7. Die Mörder von Propheten. Unsere ewigen Feinde, natürlich. Und Befragter 8. Wenn nur die Muslime den Dschihad erklärten. Sie würden die Juden, zu verrottenden Kadavern unter ihren Füßen machen. Ein bisschen erbauliches Fernsehen drüben in Saudi-Arabien. Nun, Tom, das läuft die ganze Zeit. Und das ist es, was sie bekommen. Besonders in Palästina, anderen islamischen Ländern. Tatsächlich, wenn Leute interessiert sind, könnten sie im Internet zu Memory gehen. Und das ist die Nahostgruppe, die alles, was sie tun, ist, Radio, Fernsehen und so weiter zu überwachen. Und sie geben dir die englischen Übersetzungen aus dem Arabischen. Hier ist eine Predigt im Fernsehen der palästinensischen Autonomiebehörde. Das ist vom 7. Januar 2005. Also ist das nicht etwas, das wir aus Jahren zuvor hervorgekramt haben oder so. Das ist genau da, wo es heute ist, Leute. Ich zitiere: Die Juden sind Juden. Ihr Charakter und ihre Gewohnheit sind die Verderbnis und Zerstörung dieses Landes. Wir warnen euch immer wieder. Juden sind ein Krebs, der sich im Körper der islamischen und arabischen Nation ausbreitet. Wir wollen zu den Grenzen von 1948 vor Israel zurückkehren. Wir können nicht vergessen und werden niemals vergeben. Großbritannien und alle Regierungen, die diesem Staat Israel geholfen haben, auf diesem Land gegründet zu werden. Ein falscher Staat. Er erklärte weiter, dass Amerika und Israel schuld seien für, hier wird es unglaublich, sie seien schuld an dem Tsunami, der mehr als 265.000 in Südostasien getötet hat. Warum? Weil bei diesem tragischen Naturereignis Muslime gestorben sind. Richtig. Dann fährt er fort und sagt, das ist Scheich Ibrahim Madaris in einer wöchentlichen Predigt, die über das Fernsehen der palästinensischen Autonomiebehörde ausgestrahlt wird. Und es geht weiter und sagt,
Amerika ist heute der Sponsor des Terrors in diesem Land. Das heißt Palästina. Amerika ist auf dem Weg in den Abgrund, die Hölle. Al Jazeera Fernsehen, das dort drüben das populärste ist, war ernsthaft dabei, die Idee anzubieten, die USA hätten eine Atombombe unter dem Ozean gezündet, um diese Flutwelle, diesen Tsunami, auf muslimisches Land zu schicken. Oder zumindest, wir wussten davon. Aber wir haben es unterlassen, sie zu warnen. Unglaublich. Tom, wir müssen darüber nicht streiten oder debattieren. Wenn jemand wissen will, was der Islam ist, dann geh einfach nach Saudi-Arabien. Wir haben schon erwähnt, dort hat es begonnen. Dort sind seine heiligsten Städten Mekka und Medina. Dort machen sie den Hadsch zur Kaaba, die Pilgerfahrt jedes Jahr. Nun, man muss es angeblich einmal im Leben tun. Das ist jetzt islamisches Recht. Du verstehst, ein Muslim kann 4 Frauen haben, nicht mehr als 4 zur gleichen Zeit. Nun, Ibn Saud, der Gründer Saudi-Arabiens. Wir sind nicht sicher, wie viele er hatte, aber es waren irgendwo zwischen 200 bis 300. Aber er hat nie islamisches Recht verletzt. Er hatte nie mehr als 4 auf einmal. Also, sobald er eine loswerden wollte, musst du nur 3-mal sagen, ich lasse mich von dir scheiden. Und sie ist weg. Und wir geben das Beispiel. Natürlich können sie ihre Frauen schlagen, und eine Frau hat im Islam keine Rechte. Wir geben dir ein Beispiel von einem Herrn dort drüben. Sein Name ist Saleh al-Sayeri, ein 64-jähriger Geschäftsmann, der in der Wüste 500 Meilen westlich von Riad lebt. Er wurde mit 14 in seine erste Ehe gezwungen. Er hat in 50 Jahren 58 Frauen geheiratet. Er hat die Namen der meisten vergessen, ganz sicher die seiner Kinder. Er erinnert sich an 10 Söhne und 25 Töchter. Er hat an Hochzeitskosten und Scheidungsabfindungen mehr als 1,6 Millionen Dollar ausgegeben. Er ist offensichtlich ein sehr reicher Mann. Er hält jede Ehefrau in einer eigenen Villa und manchmal sogar in einer anderen Stadt, um den Frieden zu wahren. Und er versichert jeder, dass sie seine Lieblingsfrau ist. Er hat Frauen aus 30 Stämmen geheiratet. Und er sagt, als Anführer eines Stammes kann ich nicht einfach irgendwen heiraten. Und seine jüngste Ehe war mit einem 14-jährigen Mädchen, was er das perfekte Alter nennt. Es gab 10.000 Gäste. Jede Scheidung wird mit gerichtlich ausgestellten Papieren dokumentiert, die einer einfachen Erklärung an eine Ehefrau folgen. Du bist beschieden. Er beabsichtigt weiter zu heiraten, bis die Zahl der Ehefrauen, die er erworben hat, der Zahl der Jahre entspricht, die er gelebt hat. Alles vollkommen akzeptabel im Islam. Es gibt keinen Skandal darüber. Das ist es, was der Islam akzeptiert. Und das ist es, was der Islam tut. Und viele junge Frauen im Westen, die sich in irgendeine gut aussehende Person aus einem muslimischen Land verliebt haben und ihn hier heiraten und dann dorthin zurückgebracht werden, wissen nicht, worauf sie sich einlassen. Dave, nächste Woche kommen wir zurück zu Saudi-Arabien, Modell des wahren Islam.